Im Durchschnitt tragen wir nur 20% unserer Kleidung. Wir jagen ständig neuen Trends nach, für wenig Geld mit nur einem Klick. Und jedes Mal fühlt es sich für einen Moment richtig gut an. Die meisten Teile landen nach ein paar Mal Tragen irgendwo im Schrank und werden für immer vergessen. Trotzdem kaufen wir immer weiter, immer häufiger, immer mehr. Muss Mode wirklich so aussehen oder gibt es einen anderen Weg? Ich bin der Michi, ich bin der Store-Inhaber vom Dog Days of Summer und wir vertreiben Vintage-Mode da. Kleidung macht ganz, ganz viel mit unserem Selbstwert. Ich glaube, deswegen ist ja die Fast-Fashion-Industrie so ein bisschen schwierig, weil du halt Trends nachjagst und über Trends halt irgendwie bewertet wirst und wenn du bei einem Trend nicht mithalten kannst, dann fallst du halt aus dieser Gruppe hinaus. Und deswegen finde ich halt Vintage-Mode so klasse, weil die Mode ist zeitlos, gell? Also was vor 30 Jahren getragen wurde im Alltag, wird heute wieder tragen im Alltag. Und ich glaube, mit Vintage-Mode schafft man mehr Charakterbezüge. Die Kleidung hat einfach mehr Charakter, sie erzählt mehr. Das sind alles Einzelstücke und das hat was. Ich bin die Niki und Niki Secondhand ist mein kleiner, bunter, dezent chaotischer Secondhand- und Vintage-Laden mit vorrangig gebrauchter Kleidung und Accessoires und auch meinen Upcycling-Projekten. Wenn ich Kleidung kaufe, eben zum Beispiel am Flohmarkt, dann lege ich Wert darauf, dass die Sachen irgendwas Besonderes haben. Da achte ich eben auch darauf, dass die Qualität gut ist. Nicht unbedingt, dass es völlig intakt ist. Also wenn irgendwas kaputt ist, was man leicht reparieren kann, dann repariere ich es auch. Beim Upcycling ist mir persönlich wichtig, dass nicht nur das Kleidungsstück, was ich mache, nachhaltig ist, sondern der gesamte Prozess. Ich verwende, was ich habe, bis es nicht mehr geht. Bastel teilweise meine Werkzeuge irgendwie selber zusammen. Ich kaufe Stofffarben Secondhand und ich schaue halt, dass der ganze Prozess von vorn bis hinten so nachhaltig ist, wie es irgendwie geht. Von größeren Modeketten würde ich mir wünschen, dass sie Verantwortung übernehmen für das, was sie produzieren und für die Menschen, die da beteiligt sind. Ich glaube nicht, dass profitorientierte Unternehmen sie switchen, freiwillig, aber dass sie gezwungen werden halt irgendwie durch Gesetze oder durch KonsumentInnen, weil die Nachfrage bestimmt das Angebot und ich hoffe, dahingehend entwickelt sich einiges. Von KonsumentInnen würde ich mir wünschen, dass Menschen einfach bewusster werden in ihrem Kaufverhalten und nicht einfach, wenn sie irgendwas sehen und sich denken, das möchte ich haben, das sofort mit einem Klick online kaufen, sondern einfach überlegen, ob man es braucht, kann man es sich ausborgen, kann man es basteln und der letzte Schritt wäre dann wirklich neu kaufen. Oft hat man als Einzelperson das Gefühl, nichts gegen die große Fast-Fashion-Industrie ausrichten zu können. Doch ohne einen kleinen Anfang wird es keine große Veränderung geben. Daher haben wir beschlossen, selbst aktiv zu werden. Also ich finde, der Kleidertausch, den ihr organisiert habt, der ist sehr cool, er ist sehr gemütlich und sehr einladend. Und ich habe mir auch schon einen Teil geschnappt und ich freue mich schon, wenn ich das bei der nächsten Gelegenheit anziehen kann. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu Secondhand. Ich glaube, das liegt daran, dass ich mit meiner Mama schon als Kind auf Flohmärkte gegangen bin und ich habe einfach großen Spaß daran, irgendwie Sachen ein neues Leben zu geben, Unikate zu finden für meistens wenig Geld. Ich schaue, dass ich vor allem Secondhand kaufe oder ich nehme Teile von meiner Mama oder aus dem Freundeskreis. In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit unserem Konsumverhalten auseinandergesetzt. Wir werden die Modeindustrie nicht von heute auf morgen verändern. Doch wir können uns heute entscheiden, wie wir konsumieren.